Oh hey! Random. Was ist schon wieder, Klein Timmy? Was ist schon wieder? Wann kommt endlich meine neue Videospiel-Review? Ach, Klein Timmy, halt doch mal die Klappe. Oder doch nicht, denn du hast mal was Schlaues gesagt. Hab ich das? Ja, Klein Timmy, und jetzt verpiss dich. Oh. Aber anyway, Klein Timmy hat mal was Schlaues gesagt. Korrigieren wir doch mal diesen Fehler mit einer Review zu einem neueren Nintendo-Spiel. Und über was könnte ich nun reden, außer The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Der neueste Teil der Legend of Zelda-Reihe und einer der neueren Teile für die 2D-Route. Was ziemlich interessant ist, denn die 2D-Route wurde ein wenig vernachlässigt. In den letzten Jahren, würde ich mal behaupten. Wie ich zu jedem Spiel stehe, was ihr zu jedem Spiel wissen müsst und wie gut ich es finde, erfahrt ihr alles hier im Video. Bedenkt, hierbei kann es zu potenziellen Spoilern kommen vom Gameplay. Ich werde jetzt nicht die Story wirklich spoilern, also falls ihr da Sorgen habt keine Sorgen darüber. Und wie immer, hierbei ist es nur um meine Meinung, falls ihr eine andere habt, lasst ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Doch alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir mal los mit dem Video. Doch beginnen wir mal ein wenig mit der Backstory. Denn die Reaktionen waren groß, als im Jahr 2024 überraschenderweise ein neuer Zelda-Teil angekündigt wurde. Noch größer war die Freude bei den Fans der 2D-Teilen, denn mit Echoes of Wisdom erscheint nach über 10 Jahren ein neuer Teil der 2D-Route. Und dieses Mal handelt es sich nicht um ein Remake oder ein Multiplayer-Spiel, wie bei manchen anderen, die in dieser Periode erschienen sind. In Echoes of Wisdom verfolgen wir im Gegensatz zu den anderen Main-Zelda-Spielen zum ersten Mal größtenteils nur Zelda. Und ich weiß, es gibt die CDI-Games und über diese würde ich gerne auch mal ein Wort verlieren, also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr an ein Video über die CDI-Games interessiert seid. Das würde wirklich ein interessantes Topic geben. Aber hier zumindest von Nintendo-Seite aus ist das erste offizielle Zelda, wo wir nur größtenteils Zelda spielen und eben sie steuern. Und das markiert damit einen neuen Abschnitt der 2D-Spiele, was sowohl altes als auch neues in sich hat. Und das ist mehr oder weniger das Wichtige, was ihr über das Spiel wissen müsst. Das erste richtige Spiel, wo wir Zelda als Hauptfigur haben, was meiner Meinung nach wirklich Zeit wurde. Denn ich bin wirklich überrascht, dass es so lange gebraucht hat, bis wir von Nintendo selber so ein Spiel bekommen haben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das schon längst gekommen wäre oder sogar eine Spin-off-Reihe vielleicht existiert hätte. Aber hey, es ist immerhin jetzt erschienen, also auch wenn es sich ein wenig spät anfühlt, ist das immerhin da jetzt. Wuhu! Aber anyway, genug gesnackert über die Hintergründe dieses Spiels, kommen wir doch mal zum Spiel als solches. Denn die Zelda-Reihe ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, die Formel für einen neuen Teil ein wenig abzuändern. Manchmal auch sogar in größerer Formen. Denn viele der Zelda-Spiele kann man in zwei Dinge mehr oder weniger differenzieren von den anderen. Abseits von eben dem Fakt, dass die 3D oder 2D sind. Sei es nun etwa den Stil, weil der Stil von Skyward Sword und Majora's Mask, also die Atmosphäre und das ganze Drum und Dran, absolut anders sind. Und dennoch beides grandiose Zeldas einfach nur sind. Und natürlich die Spielmechanik. Beispielsweise ein Breath of the Wild spielt sich deutlich anders als im Vergleich zu einem klassischen Zeldas mit den typischen Dungeons. Und auch hier kriegen wir etwa eine Abwandlung von der typischen Formel ja von Zelda, würde ich behaupten. Nicht nur haben wir eben Zelda hier als den Selling Point der Hauptfigur. Nein, wir kriegen auch ein paar neue Funktionen. Und eine dieser möchte ich etwa gleich highlighten, bevor ich aber einen Punkt noch erwähne. Und zwar, wie gesagt, habe ich nur erwähnt, größtenteils. Link kommt in diesem Spiel dann auch vor. Diesen spielt man eben im Prolog, was etwas spaßig ist und mehr oder weniger ein Tutorial ist, um sich ein wenig mit dieser Mechanik von diesem Spiel genauer anzufreunden. Manchmal kann dieses Tutorial ein wenig ein Pain in the Ass sein, denn manchmal sind die Controls auch ein wenig nervtötend, aber im Großen und Ganzen ist dieser Prolog charmant für das, was es sein will. Und eine nette Art und Weise, Link in diesem Spiel doch einzufügen, um ihn zu spielen. Wirklich nett gemacht, größtenteilig. Aber dafür seid ihr nicht da, ihr seid dafür da, um zu hören, wie meine Meinung ist über die Echo-Funktion. Mit der neuen Funktion der Echos hat man eine große Veränderung in der Spielerfahrung. Denn es handelt sich um eine Funktion, die sehr vielseitig sein kann und bei der man die Wahl hat, wie man sie einsetzt. Man setzt vor allem auf das Sammeln von Gegenständen oder Gegnern eben, was sehr charmant ist, muss ich zugeben. Diese helfen einem wirklich im Kampf gegen einen anderen Gegner und geben einem ein schönes Sammelgefühl in dem Spiel, was eigentlich nicht etwas Zelda-Types ist und eher mehr eine Sache ist, die vielleicht mehr in Pokémon zu Hause ist, aber dennoch eine erfrischende Neuheit ist. Dabei merkt man jedoch, dass es um eine neue Funktion sich handelt. Denn auch wenn man sie sehr schätzt, gibt es doch einige Dinge, die man bemängeln kann. So ist es definitiv nicht so ausgewogen, wie man es sich zuerst mal
erhoffen würde. Denn es gibt immer noch Einschränkungen und da hätte ein bisschen mehr Feinschliff diesem System doch gut getan. Auch das Auswahlmenü ist dabei noch verbesserungswürdig. Was ein wenig schade ist, aber wie gesagt, man kann mal merken, dass diese Funktion neu ist und immer noch ein wenig sich verfeinern muss. Und das ist wirklich etwa die große Neuheit dieses Spiels. Falls ihr die anderen klassischen 2D-Zelda gespielt habt, sei es nun A Link to the Past, den 3DS-Ableger oder auch das neueste davor, A Link's Awakening, was mehr oder weniger ein Remake ist, aber immer noch ein neues Spiel ist, dann wisst ihr eigentlich genau, was es euch erwartet. Die Vogelperspektive behaltet man auch hier und das Visuelle von Link's Awakening kriegt man eigentlich auch hier größtenteils. Es ist zwar ein wenig anderweitig und hat mehr düstere Farben, mehr Lilatöne zu sich und gibt diesem ganzen Spiel eine eigene Identität, Atmosphäre zu sich im Vergleich zu Link's Awakening, was ich ein bisschen bemängeln muss, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, der Stil passt eigentlich, würde ich mal behaupten, und gibt diesem Spiel eine schöne Identität und eine schöne Connection eben mit diesem Vorgängerspiel. Visuell muss ich wirklich einfach nicht was bemängeln. Es sieht schön aus und es bleibt auch für die größte Teil wirklich, wirklich schön. Aber je nachdem, wie ihr zu den eher mehr CB-hafteren Stil bzw. Art Approach steht, könnte für euch dieser Stil dann doch ein Dorn sein. Aber wie gesagt, ist auch eine Geschmackssache. Um kurz die Story zu erwähnen, ich bin kein allzu großer Fan von der Story. Ich denke, die Story ist okay. Es ist eine solide Story. Es macht einen Job eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht etwa zu viel spoilern, aber es ist dann doch eine teilweise zu simpel gestrickte Story mit nicht etwa interessanteren Turns, die ich mir gerne in dieser Story erhofft hätte. Aber hey, wenn man eine gute Story haben will, gibt es auch andere Zelda-Games. Von daher, falls ihr eher mehr der Story-Typ seid mit Zelda-Games, dann empfehle ich dieses Spiel eher weniger. Zum Schluss lässt sich abschließend Echoes of Wisdom am besten als ein 2D-Zelda beschreiben, das sowohl alte Hasen als auch Neueinsteiger begeistern könnten. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist zum keinen Zeitpunkt zu hoch, bietet aber genug Rätsel, um nicht zu einfach zu sein. Wenn die Optik von, wie gesagt, Link's Awakenings Remake euch gefällt, dann könnte auch diese Optik euch sehr stark gefallen. Wer allerdings nichts mit den alten 2D-Zeldern anfangen kann, sollte dann doch lieber etwa die Finger von diesem Spiel lassen. Für mich bin ich ein wirklich großer Fan und empfehle dieses Spiel für jeden Fan der 2D-Reihe sehr. Und auch vor allem für Neueinsteiger eben, wie gesagt. Aber gesagt, vielleicht seht ihr das anders und da würde mich vor allem eure Meinung zu diesem Spiel interessieren. Wie steht ihr zu Echoes of Wisdom? Genial oder ein wenig zu simpel gestrickt für einen neuen Weg der 2D-Zelda-Spiele? Lasst mich doch eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen. Und damit sehen wir uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!